Ja, die FS 450 Husqvarna, von Haus aus schon Top-Motorrad, aber für die S1 muss man noch mal ein bisschen nachlegen. Fangen wir mal oben an. Lenker. Magura SX fährt Jan schon immer im Supermoto. Dirtfreak Zeta Handguards da dran. Die X-Trick Triple Clamp, die ist ein bisschen schmaler, macht das Motorrad etwas agiler und wir haben die Möglichkeit, 2 verschiedene Versätze zu fahren, für enge und für etwas längere Strecken. Gabel, ganz was Spezielles, White Power, aber mit SP Valve von Mototech fahren wir jetzt das erste Mal im Supermoto. Unglaublich, das Rad klebt wirklich am Boden. Ich habe deutlich mehr Traktion, mehr Grip, es ist kein Rutschen, es ist auch keine Chattering da. Es funktioniert jetzt schon sehr, sehr, sehr gut und das ist einer der größten Unterschiede zum letzten Jahr. Metzler-Reifen fahren wir, das heißt also 17 Zoll vorne, das Ganze auf einer DID Schlauchlosfelge von Faber mit Faber-Narbe und die Bremse, Brembo, serienmäßig, allerdings mit etwas anderen Belägen. Z04, packen ein bisschen besser an, halten ein Tickchen länger. Ich fahre jetzt die 2. Saison für Metzler. Das Gute an den Reifen ist wirklich die Haltbarkeit, welche manche andere jetzt im Rennen nicht gewährleisten können, so perfekt, sondern wir haben wirklich keinen Zehntel Unterschied auf der Distanz. Ich habe super Grip mit den Reifen, ich habe kein Shattering und an der Front der Vorderreifen ist sehr, sehr stabil, auch auf der Bremse, so dass man wirklich sehr spät bremsen kann, es keine Verzögerung gibt und der Reifen gibt auch ein sehr gutes Feedback dann wieder. Fahrwerk hinten auch White Power mit SP Valve von Mototech. Sensationell, muss man wirklich sagen. Hinterrad ist serienmäßig. Auch hier fahren wir die 17 Zoll Metzler dann, K1 oder den 181er. Wir haben mehr Grip auf dem Asphalt am Hinterreifen. Genauso am Vorderreifen. Es ist kein Nachschwingen vom Federbein da, es ist auch wiederum kein Shattering da. Es liegt einfach wie auf so einer Eisenbahnschiene das Fahrwerk. Im Offroad ist der Vorteil durch das Fahrwerk, dass es einfach nicht zurückkickt. Das Federbein verzeiht Fehler und auch die Löcher schluckt es viel einfacher weg, sodass das Motorrad im Offroad viel stabiler zu fahren ist. Wir kommen zum Motor an sich, überarbeitet von Bergos. Der hat da wirklich alles reingelegt, was er so an Know-how hat. Anderen Kolben, Kopf bearbeitet, dann eine größere Wasserpumpe, ein zusätzlicher Ölkühler, DVR, Doppelrohr-Auspuffanlage, dann der 3D-Ansaugtrakt mit dem offenen K&N-Luftfilter. Dann haben wir die Vortex-Elektronik. Alles in allem bringt das eine zweistellige PS-Zahl an plus. Und natürlich haben wir uns auch in Sachen Motor weiterentwickelt und auch das merke ich jetzt deutlich, dass wir mehr Leistung dazu gewonnen haben, wie im unteren Drehzahlbereich, so wie im oberen Drehzahlbereich. Und es keinen Leistungsabfall oder irgendwas gibt, sondern dass der Motor wirklich sehr gut durchzieht. Und das sind die großen Dinge, welche jetzt zum letzten Jahr geändert wurden. Bremse noch ganz was Spezielles, weil Jan sehr viel hinten bremst, um damit das Motorrad zu steuern und zu stabilisieren. Und deswegen gibt es noch mal etwas größeres Bremsflüssigkeitsreservoir
und eine zusätzliche Kühlung hinten der Beläge und das Ganze dann zusammen noch mit der Ravenol-Bremsflüssigkeit für über 600 Grad. Absolut top, nie ein Problem gehabt. Ja, die Fußrasten ein bisschen schmaler gemacht und damit ist das Motorrad eigentlich perfekt für eine Titelverteidigung.